Hallo meine Lieben und herzlich willkommen vom Eingangsbereich unserer Wild City. Der hat sich auch gemausert, muss man sagen. Es sind immer wieder neue Sachen jetzt dazugekommen. Ich habe mir gedacht, da ich das gerade bewundert habe, dass ich euch das mal zeige. Wir haben hier ein paar Postkarten, die wir zugeschickt bekommen haben. Die haben wir hier oben aufgehängt. Dann einiges an Video-Merchandise. Ihr kennt noch den Bat-Bumerang. Christoph, der Fan von den Schlüsselanhängern, hat hier auch diesen Trolls-Schlüsselanhänger aufgehängt. Dann hier diese Handyringe. Ach ja, alles Mögliche. Dann noch eine Autogrammkarte vom lieben Steinemeister haben wir auch hängen. Und noch ein Plan vom Legoland Deutschland. Also ihr seht, auch an dieser Tür arbeiten wir, die wird immer cooler. Ich hoffe, es wird in Zukunft noch viel besser. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in unsere Stadt hinein. Ihr seht, unsere Tür ist mittlerweile ja so leise, dass es kaum zu glauben ist. Hätten wir uns vor einem halben Jahr sowas auch nicht gedacht, wo wir immer noch unter Quietschen diese Tür zugemacht haben. Ja, was wollte ich euch eigentlich zeigen? Ich wollte eigentlich gar nicht so viel quatschen. Was wollte ich euch eigentlich zeigen? Ich wollte euch ein Update geben zu unserem Winterdorf, beziehungsweise zu meinem Frozen Castle. Ja, ich gehe mal nach hinten mit euch und date euch da ein bisschen ab. Was hat sich getan? Christoph hat am Berg weitergebaut. Wir haben uns jetzt entschieden, vorerst, auch aufgrund von euren Kommentaren, dass wir die Höhle für das Monster, übrigens habe ich das Monster schon wieder zu Hause vergessen, egal, irgendwann kommt das Monster von diesem Frozen-Film, genau, und da haben wir uns entschieden, dass wir die Höhle für dieses Schneemonster in den Frozen Berg einbauen. Wie das funktionieren wird, ob das dann so super aussehen wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein dezentes Verbot gekriegt, an diesen schönen Berg weiterzubauen, denn Christoph hat gesagt, ja, dass ich das nicht so gut konstruiere. Ich mache das ja alles immer ein bisschen so, dass es halt schön zum Ansehen ist, aber dann leicht wieder zusammenfällt. Da wurde ich schon gerügt. Deswegen übernimmt das jetzt Christoph und der hat eben sich ein bisschen Zeit genommen, wieder ein bisschen weiterzubauen und das zeige ich euch jetzt, wie die Updates dazu sind. Christoph ist übrigens gerade mit dem kleinen Baumeister bei diesem schönen Wetter, ihr seht es, schön aber kühl, ist er draußen unterwegs. Und sie machen eine kleine Kinderwagenrunde. Recht haben die Männer. Genau. Also ihr seht, da ist einiges, was wir letztes Mal eben schon gebaut haben. Hier sind noch ein paar Kleinigkeiten gemacht worden. Ich habe zum Beispiel auch diesen Stein ersetzt. Ihr erinnert euch noch, Christoph hat mir jetzt hier wieder einen verbaut. Ich habe ihn, ja, das zwar erklärt, dass das dann irgendwie so komisch aussieht, wenn das so dunkel ist, wobei vielleicht lasse ich den auch. Auf jeden Fall, der oben hat mir nicht gefallen. Ihr erinnert euch, da war so ein transparenter Stein drinnen und dadurch, dass das dann hier so eingebaut war, ja, ist er dann extrem dunkel herausgekommen, ebenso ähnlich wie hier drüben. Da ist auch eigentlich so ein transparenter Stein drinnen, die eben normalerweise hier so aussehen. Ja, müssen wir uns dann anschauen, ob wir das so lassen oder nicht. Was er noch gemacht hat, ist, er hat ein bisschen an diesem Weg gearbeitet. Wir wissen übrigens noch immer nicht genau, mit welchen Teilen wir das machen sollen. Außerdem ist es ja dieser spezielle Blauton, wo es auch schwierig ist, dass man da gute Teile bekommt. Ich glaube, es ist nicht Teal. Denn Teal, ich habe jetzt da keinen Teiletrenner, aber die sind ein bisschen dunkler. Das ist, glaube ich, dieses Medium Azur oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Gibt es ja so viele Namen. Auf jeden Fall eine Farbe, die wir nicht so oft haben. Genau. Also da werden wir noch schauen. Aber
quasi der Grundbaustein für die Treppe ist gelegt. Christoph hat hier unten noch eine runde Platte dran gebaut. Das gefällt mir recht gut. Außerdem hat er es hier seitlich auch schon gut verbaut. Also das ist alles recht schön geworden. Hier an der Seite hat er dann eben auch noch weitergearbeitet. Es sieht alles irgendwie einfacher aus, als es ist. Christoph hat da extrem viel geflucht. Er hat jetzt auch einige solche Stützen gebaut. Ihr seht das, da hat er solche Röhrchen aus quasi hohe Einser-Röhrchen hat er hier verbaut. Genau, es fokussiert immer aufs Falsche. Genau, das sieht man da hinten. Da hat er ein paar von diesen Stützen hat er gemacht. Sind auch da drinnen noch welche verbaut. Ihr seht es. Das macht das alles ein bisschen stabiler, aber natürlich nicht wahnsinnig stabil im Gegensatz zu den anderen Bergen, die er gebaut hat, wo er ja einfach bunte bzw. alte, ramponierte Steine einfach in seinem Berg verbaut hat. Ihr erinnert euch hier hinten im Winterdorf, da kommen wir übrigens dann auch noch hin. Genau, und da war das natürlich dann einiges stabiler. Hier ist das ein bisschen schwieriger. Aber gut, wir bekommen das sicher irgendwie dann doch hin. Hier hinten ist auch schon angefangen, aber noch nicht fertig. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Und ihr seht es, hier hat Christoph vor, deswegen auch hier diese Plate, die er verbaut hat. Hier möchte er dann die Höhle für dieses Schneemonster bauen. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, dass es ja nicht noch schwerer wird bezüglich Stabilität und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Nochmal ein kurzer Schwenk, damit ihr seht, wie das jetzt alles von vorne aussieht. Wenn nicht die ganzen Plastiksackerl da wären, würde das schon mal recht gut aussehen. Genau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob es oder wie lange es noch dauert, bis es fertig wird. Ich hätte gern, dass es auf jeden Fall bis Weihnachten dann schon richtig, richtig cool aussieht, dass rundherum auch alles verbaut ist. Wie wir oder was wir dann noch rundherum bauen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommen hier die neuen Wintersets hin oder die für uns neuen Wintersets mit dem Lebkuchenhaus und dem Elfen-Clubhaus. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie das dann auch passt. Müssen wir uns dann anschauen. Genau. Falls ihr übrigens noch Ideen habt, was wir hinbauen sollen, wenn euch das unter den Fingernägeln brennt, dann bitte natürlich jederzeit auch an uns in die Kommentare. Dann werden wir schauen, was sich da machen lässt und wie wir das verbauen können. Eine Sache, die meiner Mutter unter den Fingernägeln gebrannt hat, jetzt hoffentlich nicht mehr. Ihr erinnert euch ja noch, ich hatte mal im Legoland in der Fabrik diese Teile mitgenommen, diese schönen Blätter, und die sind ja eigentlich eben auch für diesen Frozen-Bereich, damit das alles hier ein bisschen schöner wird. Glaubt man oder glaubt Frau. Nein, meine Mutter ist dann natürlich zu uns gekommen und hat gesagt, ja, aber das wäre doch schön, wenn hier im Winterdorf auch solche wunderbaren Bäume verbaut wären. Und was bleibt einem dann über, als dem nachzugehen, ihrem Wunsch nachzugehen und das zu verbauen. Und ihr seht es, teilweise gut sichtbar, teilweise nicht so gut sichtbar. Ich habe jetzt hier Bäume aufgestellt, nämlich, lasst mich mal nachziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 an der Zahl, genau. Finde ich, schaut schon recht nett aus. Ich mache hier mal einen generellen Überblick. Ihr seht es hier, also warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Ja, nichts Spektakuläres. Ich habe die dünnen Stämme genommen, weil mir die einfach besser gefallen. Speziell mit diesen kleinen Blättern hätte ich gesagt, dass die großen, dicken Stämme hier nicht so gut passen. Ich habe nur weiße Blätter verwendet. Ich war zuerst am Überlegen, ob ich es nicht mischen soll mit Grün, habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich hoffe, es gefällt euch.
ja, es ist ein wildes Durcheinander. Nachdem ich ja vor relativ kurzer Zeit mal den Bonsai gebaut habe, habe ich mich da etwas orientiert daran und versucht, diese Bäume so gut wie möglich zu bauen. Es sind 3 Schichten. Ich habe hier oben so einen Stecker verbaut mit diesen 4 Krallen und unter diesem Stecker habe ich dann noch ein Blatt hineingesetzt, das dann verzweigt wurde und unter so einem braunen Röhrchen dann 2 Blätter noch hineingegeben, damit das einfach ein bisschen schöner aussieht. Ich zeige euch vielleicht irgendeinen Baum, ja genau, den wir ganz am Anfang unserer Karriere gebaut haben. Und da sieht man eindeutig, da hatten wir noch um einiges weniger Blätter und ja, die Bautechnik lässt auch zu wünschen übrig. Wir haben den aber derweil noch stehen lassen, einfach auch als Erinnerung, dass halt die Anfänge nicht immer ganz so leicht sind. Genau. Ja, so viel dazu. Also ihr seht, es tut sich immer wieder was. Es kommt immer mehr Grünzeug, immer mehr Bäume kommen nach Wild City, was mir auch sehr gut gefällt, denn es macht einfach doch gleich einiges her, wenn hier ein paar Bäumchen stehen. Das hat schon was. Genau. Gut, in dem Sinne ist mein Update schon wieder fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, ich konnte euch vielleicht inspirieren, falls ihr auch vorhabt, Schneebäume zu machen oder sonstiges. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann natürlich jederzeit her damit. Ich freue mich immer riesig darüber, denn nur so kommen wir von solchen Bäumen wie dem Grünen da drüben zu solchen Bäumen, die wir jetzt hier verbaut haben. Man muss einfach, ja, es dauert einfach eine Zeit und man muss sich weiterentwickeln. Das ist mal so. Und es ist gut, wenn man dann sieht, dass es weiterentwickelt wird. In dem Sinne, entwickelt euch auch weiter oder falls ihr schon weiterentwickelt seid, dann bitte natürlich in die Kommentare noch weitere Ideen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ich werde jetzt dann mal schauen, wo die beiden Männer geblieben sind. Und dann würde ich sagen, gönne ich mir noch einen Kaffee. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Tschüssi!